Mir wurden angeboten 15 Märklin Blechwagen in 24 cm für einen Gesamtpreis inklusive Versand von 102 €. Also 102 € für 15 Wagen, das sind ungefähr 6,80 € pro Wagen. Die Aussicht auf ein Superschnäppchen hat mich hier natürlich dann zuschlagen lassen. Warum es nicht ganz das Superschnäppchen geworden ist, das zeige ich euch hier in diesem Video. Ich habe dann kurz drüber nachgedacht. Interessante Variante, von den beige-türkisfarbenen Wagen fehlte mir der Gepäckwagen. Bei den silberligen habe ich nur 3 Stück, die würde ich gerne auffüllen auf 5 Wagen. Und von den D-Zugwagen habe ich gar keine, sodass dann hier noch ein weiterer Zug zusammenkommen würde. Und die Grundidee war, alles, was ich nicht brauche, wieder zu verkaufen. Ich habe dann gekauft und habe bezahlt. Als nächstes kam eine Mail vom Verkäufer, dass er noch einen weiteren Wagen dazugelegt hat. Das ist so ein Sonderwagen, 40+10 von Märklin. Das ist auch der einzige Kunststoffwagen in 27 cm. Falls ich irgendwelche Kratzer übersehen hätte, beziehungsweise was ich übersehen hatte, der letzte Satz in der Auktion war ganz unten: bei Sofortkaufen fallen keine Versandkosten an. Ich hatte aber schon bezahlt und deswegen war der Verkäufer so kulant, mir noch einen weiteren Wagen dazu zu legen. Es kam dann ein schönes Päckchen an. Hier bin ich dann kurz beim Auspacken, das Ganze in 10-facher Geschwindigkeit, damit ich euch hier nicht allzu sehr auf die Folter spanne oder langweile. Die Anzeige selber lautete 15 Wagen wegen Sammlungsverkleinerung oder Anlagenverkleinerung. Alle in Blech, alle mit Inneneinrichtung bis auf 2 Stück. Die Wagen in einem guten gebrauchten Zustand, allerdings bespielt mit dem einen oder anderen Kratzer. Und was dabei rausgekommen ist aus meinem Paket und ob das zutrifft, das sehen wir jetzt hier. Alle Wagen ausgepackt und der erste Eindruck war eigentlich ganz positiv. Die Wagen logischerweise ohne Packung. Das wäre natürlich ein Traum gewesen, die 15 Wagen auch noch mit Packung zu bekommen, aber wir wollen ja hier nicht übertreiben. Als allererstes habe ich ausgepackt, zweimal von Märklin die 4111, die D-Zugwagen in beige-türkisfarbener Ausführung. Beide Wagen in einem ordentlichen Zustand, wie ausgeliefert von Märklin mit Inneneinrichtung. Da ich aber schon 4 von diesen Wagen habe, habe ich mich entschlossen, da ich jetzt 6 Stück habe und meine Züge eigentlich nicht länger als 5 Wagen werden sollten oder müssten, die beiden schlechtesten davon auch direkt weiterzugeben. Die beiden ausgepackten haben leichte Kratzer auf dem Dach, der Rest ist völlig in Ordnung. Da meine vorher schon gekauften aber in einem fast perfekten Zustand sind, habe ich mich entschlossen, diese Wagen dann direkt auch weiterzugeben. Als nächstes kamen dann 2 Primex-Wagen, einmal die 4198, zweite Klasse, wenn ich mich nicht täusche. Da war mir von vornherein klar, dass ich die eigentlich nicht benötige. Hier ist dann die 4197, der erste Klasse-Wagen, auch ein Primex-Wagen. Beide natürlich, weil es Primex-Wagen sind, dann ohne Inneneinrichtung. Und die gehen dann von mir direkt in den Weiterverkauf. Als nächstes der von mir gesuchte Märklin Gepäckwagen müsste die Nummer 4044 sein. Hat sich leider herausgestellt, dass er ein bisschen verzogen war, das konnte ich aber reparieren bzw. wieder auseinanderziehen. Ansonsten war der in einem ziemlich guten Zustand und das war der Wagen, den ich eigentlich von den beige-türkisfarbenen am meisten gesucht habe und der bleibt auf jeden Fall bei mir in der Sammlung. Dann kam der erste Silberling, die 4082, zweite Klasse mit Inneneinrichtung. Im Großen und Ganzen ganz okay, hat ein paar kleine Spuren oben am Dach, aber für einen gebrauchten Wagen ist das für mich völlig in Ordnung. Und bei der 4083, erste und zweite Klasse Silberling, das gleiche Bild, leichte Gebrauchsspuren oben am Dach, aber eine perfekte Ergänzung für meinen Zug. Dann kam der nächste Silberling und hier war das dann so ein bisschen kurios, und zwar das Dach ein bisschen verschrammelt. Das hat man auf den Fotos allerdings gesehen, hat dann Farbflecken auf dem Dach. Hier handelt es sich allerdings wohl um einen 4042er Wagen von Märklin, die damals noch ohne Inneneinrichtung waren, und der Vorbesitzer ist dann wohl dazu übergegangen und hat eine völlig fremde, nicht passende Inneneinrichtung eingesetzt, sodass die Sitze teilweise vor den Fenstern sind und so weiter.
Und das Dach sieht in dem Fall auch aus wie nachlackiert oder ein falsches Dach, sodass hier klar war, dieser Silberling wird nicht hier bleiben, sondern geht dann auch direkt weiter. Und der gleiche Spaß beim nächsten müsste auch ein 4042er sein, auch offiziell ohne Inneneinrichtung von Märklin ausgeliefert. Das Dach war zwar soweit okay, allerdings ist hier eine Inneneinrichtung von einem Speisewagen eingebaut worden, sodass dieses Mobiliar vom Speisewagen dann auch direkt vor den Fenstern sitzt. Und von da war auch klar, dieser Wagen geht auch dann direkt weiter. Dann kam als nächstes dreimal die 4052 in grün, zweite Klasse D-Zugwagen. Alle bis auf minimalste Kratzer, die ja eigentlich nicht wirklich zu sehen sind. Völlig in Ordnung, die Wagen in der Ausführung von Märklin schon mit der Inneneinrichtung versehen und das war jetzt für mich sehr interessant, weil damit kriege ich meinen nächsten Zug zusammen, von dem ich überhaupt noch keinen Wagen hatte. Und der vierte zu dem D-Zug passenden Wagen ist die 4051 blau, erste Klasse, auch mit Inneneinrichtung. Auch nur minimale bespielte Kratzer auf dem Dach sind im Grunde genommen nicht wirklich zu sehen. Und damit ist dieser Zug dann in dem Sinn für mich hier auf der kleinen Anlage schon fast komplett. Dann kam als nächstes ein Speisewagen von Märklin, die 4054. Hier war soweit alles in Ordnung, leichte Spielspuren, allerdings passt der Wagen von meinem Geschmack her nicht besonders zu den anderen, sodass auch dieser Wagen dann wahrscheinlich weitergereicht wird. Dann kam als nächstes die 4024. Ein Speisewagen, für mich eigentlich ein ganz schöner Wagen, allerdings passte hier überhaupt nichts. Das heißt, das Dach ist wohl ein komplett falsches Dach, was nicht zu dem Wagen gehört. Und es wurde hier auch eine Speisewagen-Inneneinrichtung eingebaut, die aber auch überhaupt nicht passt, sodass dieser Wagen dann eigentlich für mich auch hier leider vollkommen uninteressant ist. Und als letztes war dann der kleine Zugabewagen, das heißt die Sonderwagen von Märklin müsste das die 43841 sein. Das ist der einzige 27 cm Wagen in Kunststoff. Ich habe versucht, ihn mal über die Schienen zu schieben. Da bleibt er bei mir vorne direkt in der Kurve am Bahnsteig hängen, weil er einfach einen extremen Überhang hat. Das heißt, meine ganzen Bauten, Signale, Weichen und so weiter sind von mir dafür ausgelegt, eigentlich nur die 24 cm Wagen dazu verkraften, sodass dieser Wagen dann auch von mir direkt wieder weitergegeben wird. Und hier haben wir dann meinen ersten, für mich erstmal kompletten Zug, das heißt die 4111, die erste Klasse Wagen. Ich habe nur die erste Klasse Wagen, weil sie mir einfach ein bisschen besser gefallen als die zweite Klasse Wagen mit den kleineren Fenstern. Sehen für mich ein bisschen detaillierter aus. Und dazu habe ich jetzt den passenden Gepäckwagen, die 4044, sodass ich hier meinen ersten Zug mit diesem Paket dann komplettiert habe. Und die beiden Primex-Wagen, die dabei waren ohne Inneneinrichtung, für mich uninteressant, beziehungsweise die anderen beiden 4111er Wagen in einem etwas schlechteren Zustand gebe ich dann, wie gesagt, direkt weiter. Und hier mit meinem zweiten kompletten Zug, das heißt aufgefüllt mit den Silberlingen 4082 und der 4083, hier habe ich dann auch meine 5 Wagen zusammen, für mich von der Länge her völlig ausreichend. Auch später, wenn ich mal die Anlage dann groß aufbauen kann, denke ich, mehr als diese 5 Blechwagen werde ich nicht brauchen. Die Wagen selber sind immer ziemlich schwer und ich habe das Gefühl, hier noch weitere Wagen anzuhängen, dann quälen sich die Lokomotiven schon extrem. Deswegen werde ich auch die beiden Silberlinge, die jetzt im Paket waren, mit den falschen Inneneinrichtungen, dann direkt weitergeben. Und hier mein dritter, für mich komplett neuer Zug aus dem Paket, und zwar dreimal die 4052 in grün, zweite Klasse, und vorne einmal die 4051 in blau. Alle 4 mit Inneneinrichtung in ziemlich gutem Zustand. Ich werde dann gucken, ob ich dann noch einen Gepäckwagen dazu bekomme. Eventuell sogar einen Schlafwagen oder einen Speisewagen. Damit wäre mein Zug natürlich dann schon wieder viel zu lang. Das kann ich mir dann noch überlegen. Ich denke, Gepäckwagen wäre jetzt das Wichtigste. Und die Speisewagen, die jetzt dabei waren im Paket, werde ich dann auch direkt wieder veräußern. Mein Fazit zu diesem ganzen Paket ist für mich in Ordnung. Ein super Schnäppchen war es jetzt nicht. Aber dadurch, dass ich im Grunde genommen hier 3 Züge komplett habe für meine kleine Anlage, meine beiden aufgefüllten bzw. eine komplett neu, muss ich sagen, ist es für mich völlig in Ordnung. 102 € bezahlt.
Mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen. Das heißt, die ersten beiden Primex-Wagen habe ich für 20 Euro und die beiden Silberlinge für 25 Euro verkauft. Die können wir von den 102 dann schon mal abziehen. Dann sind wir so bei 67, wenn ich richtig gerechnet habe. Dann sind wir nur bei 57 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe und nicht 67. Und die beiden 4111er hoffe ich, dass sie im Moment dann auch noch weggehen für 20 Euro, sodass wir dann auf 37 Euro kommen. Und ich habe dann im Grunde genommen 7 Wagen, mit denen ich hier aufgefüllt habe, sodass mich ein Wagen im Endeffekt nachher so zwischen 5 und 6 Euro gekostet hat. Deswegen denke ich mir, hat sich das gelohnt. Die beiden Speisewagen bzw. diesen Sonderwagen werde ich dann auch noch in Verkauf geben. Da gehe ich aber davon aus, dass es dafür nicht viel gibt. So könnte man das nochmal reduzieren, sodass ich im Endeffekt nach Abzug der Gebühren und so weiter vielleicht dann auf die 5 Euro kommen könnte. Damit bin ich natürlich ziemlich zufrieden. Wenn man den ganzen Aufwand jetzt rechnet, mit dem Auspacken, Durchchecken, das Ganze wieder fotografieren und wieder einstellen, um es wieder zu verkaufen, das darf man natürlich nicht machen. Aber rein vom Preis her war es für mich interessant und ich denke mir, wenn solche Pakete da ab und zu erwerben sind, werde ich mich da auch nicht zurückhalten, sondern versuche dann das Beste für mich draus zu machen. Ich lasse die Züge jetzt noch ein paar Runden fahren und wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Kurz noch angemerkt, für den Automatikbetrieb musste ich die Züge natürlich wieder kürzen, weil meine Bahnsteiggleise gar nicht lang genug sind. Deswegen nicht wundern, warum der Zug bestehend aus den Silberlingen jetzt nur noch 3 Wagen hat, aber ein 4. Wagen hätte schon nicht mehr gepasst. Deswegen sind sie hier jetzt nur noch in verkürzter Variante zu sehen. So, das war's von mir mit meinem Video 15 Wagen für 102 Euro, Schnäppchen oder nicht. Ich denke mir, da haben wir schon schlechtere Sachen gekauft und schon mehr Geld ausgegeben für unsinnigeres Zeug. Ich danke euch fürs Zuschauen, demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.